The Last of Us Part 2 soll das längste Naughty Dog-Spiel bisher sein. Stiftung Warentest befindet zahlreiche Apps für inakzeptabel und Blizzard läutet mit einem neuen Cinematic-Trailer das Ende der Schlacht um Azeroth ein. Ich bin Natascha Becker und das sind die News. Wie vermutet wurde gestern Abend während der Playstate das Release-Datum und natürlich auch ein dazugehöriger Trailer von The Last of Us Part 2 veröffentlicht. Und im Trailer sehen wir, worum viele Fans des ersten Teils gebangt hatten. Joel kehrt zurück. Und prompt rettet er Ellie davor, von einer Gruppe Feinden entdeckt zu werden. Während die kleine Ellie erwachsen geworden ist, hat auch das Alter vor ihm nicht Halt gemacht. Im Trailer sehen wir ansonsten wie gewohnt eine Menge Gewalt und Blut. Neben dem Video wurde auch die Collectors Edition bzw. die Collectors Editionen des Spiels vorgestellt. Neben der Standard-Edition gibt es 4 weitere Sondereditionen. Die Collectors Edition und die Ellie Edition enthalten jeweils eine Statue der gitarrenspielenden Ellie aus dem ersten Trailer. Weitere Infos zu den verschiedenen Versionen und deren Inhalten gibt's auf gamepro.de. Den Link findet ihr in der Videobeschreibung. Im Interview sagten die Entwickler von Naughty Dog außerdem, dass es sich bei dem Projekt um das längste und ambitionierteste Spiel in 35 Jahren Firmengeschichte handeln soll. Wir dürfen uns also voraussichtlich auf ein sehr umfangreiches Spiel freuen. Auch das Release-Datum wurde endlich offiziell bestätigt. The Last of Us Part 2 erscheint am 21. Februar 2020 exklusiv für PlayStation 4. Die Stiftung Warentest hat gemeinsam mit Jugendschutz.net 14 Mobile-Games auf ihre Unbedenklichkeit geprüft. Das Ergebnis ist schockierend. 13 der Apps sind mit einem inakzeptabel durchgefallen. Nur der Testsieger Pokémon Go bekam die Einschätzung bedenklich. Kritisiert wurden unter anderem Verweise auf pornografische Inhalte, rechtsextreme Pseudonyme und, wie schon bei den letzten Prüfungen, dass Kinder zu teuren In-App-Käufen verleitet werden. Mein Kollege Maurice Weber hat die Geschichte für uns eingeschätzt. Ich weiß, kein Spieler mag Altersbeschränkungen. Ich weiß noch, wie ich mich damals aufgeregt habe, dass Diablo 2 verdammt nochmal ab 16 war. Und in der Regel bin ich auch eher der Meinung, dass die Jugend von heute härter im Nehmen ist, als so manche Altersbeschränkung das glaubt. Aber es ist jetzt eine neue Frage aufgekommen in letzter Zeit, auch hier in den Kommentaren tatsächlich, ob Spiele mit glücksspielartigen Bezahlmodellen tatsächlich ab 0, ab 6, also ganz frei für Kinder, sein sollten. Ein jüngstes Beispiel ist das neue NBA, das ein Sportspiel ist und deswegen natürlich eine sehr harmlose Altersfreigabe hat, aber dich direkt ins Casino schickt. Also wirklich so eine Las Vegas-Aufmachung für seine Booster-Lootbox-Mechaniken hat. Auch die Stiftung Warentest hat jetzt jüngst mehrere Handyspiele, unter anderem Minecraft und Fortnite, als inakzeptabel für Kinder eingestuft. Unter anderem aus diesem Grund. Und ich kann es tatsächlich nachvollziehen, auch wenn diese Spiele dann aus gesetzlichen Perspektiven kein Glücksspiel sind, sind sie doch irgendwie nah genug dran, sind darauf ausgelegt, Leute dazu zu bringen, möglichst viel Geld auszugeben. Und das dann bei 10-Jährigen, ich kann schon verstehen, warum es da Bedenken gibt. Mich würde da eure Meinung interessieren tatsächlich. Wie seht ihr das? Findet ihr, dass solche Spiele ganz normal freigegeben werden sollten oder sollte es da strengere Auflagen geben? Mit einem neuen Cinematic-Trailer läutet Blizzard das Ende der Schlacht um Azeroth ein. Achtung, es folgen ein paar Spoiler. Im Trailer sehen wir Sauerfang mit der Rebellion und Vertretern der Allianz an den Toren Orgrimmars. Sauerfang fordert Sylvanas zum Mag-Gorah heraus, zum Zweikampf um die Führung der Horde. Ohne Magie. Doch statt mit einem großen Knall, wie man erwarten möchte, endet der Kampf damit, dass die deutlich überlegene Sylvanas den stark gealterten Sauerfang fertig macht. Aber sie verliert die Beherrschung, als er ihr einen Kratzer zufügt und brüllt heraus, was sie tatsächlich von der Horde hält, vernichtet ihren Kontrahenten mit einem magischen Schlag und verschwindet in einer mysteriösen Rauchwolke. Gemeinsam bringen die anderen Figuren der Rebellion und der Allianz den Leichnam in die Stadt, nachdem sie bis zu diesem Zeitpunkt Sylvanas treuen Hordler die Tore geöffnet haben. Aber was bedeutet das jetzt? Lösen sich gar die Grenzen zwischen Horde und Allianz auf? Dürfen wir mit dem nächsten großen Update damit rechnen, dass man seine Zugehörigkeit frei von der Rasse auswählen darf? Oder werden Horde und Allianz gar komplett aufgelöst? Der Kanal WoW hat bereits die Cutscenes auf YouTube geteilt, die zeitlich direkt vor und nach dem Trailer stattfinden. Eventuell dürfen wir uns zur BlizzCon Anfang November auf eine größere Ankündigung freuen.
Subscription Services sind ein zweischneidiges Schwert für Nutzer. Für Entwickler sind sie aber teilweise sogar ein noch größeres Problem. Einige Dienste, wie zum Beispiel der Xbox Game Pass, bezahlen die Entwickler für die Spiele vorab und legen später Royalties obendrauf. Der Google Play Pass hingegen folgt dem Beispiel von Spotify und möchte die Entwickler der Apps für die Zeit bezahlen, die die Nutzer in der jeweiligen App verbringen. Schon für Musiker ist dieses Bezahlmodell problematisch, für Entwickler ist es aber eine Katastrophe, wie Indie-Entwickler Will O'Neill auf Twitter erklärt. Man stelle sich vor, jemand braucht 3 Stunden, um das Untitled Goose Game durchzuspielen. Nach dem Modell von Google Play Pass bekommt man dafür dann ein paar Cent, auf keinen Fall aber die $20, die das Spiel tatsächlich kostet. Sollte sich dieses Modell durchsetzen, könnte das ernsthafte Konsequenzen auf die Gaming-Landschaft und das Angebot von Indie-Games haben. Und täglich grüßt das Murmeltier. Nach Apple Arcade und Google Play Pass möchte ich euch heute noch ein weiteres Spiele-Abo vorstellen. Diese Subscription gilt allerdings nur für ein einzelnes Spiel, und zwar für Mario Kart Tour, der Mobile-Ableger des beliebten Nintendo-Spiels. Für $5 im Monat bekommt man Gold Gifts, die Game Badges aus den Gold Challenges, und man schaltet den 200 Kubikzentimeter-Modus frei. Vorab wird ein 2 Wochen Probeabo angeboten, das sich selbstständig kostenpflichtig verlängert, wenn man es nicht vorzeitig kündigt. Spieler von Battlefront 2 dürfen sich schon morgen auf ein neues großes Update freuen. Im Video wird der neue Dschungelplanet Felucia vorgestellt, der den Map-Pool um eine neue Klonkriegs-Location erweitert. Diese Map wurde speziell für den neuen großen Modus Totale Vorherrschaft entwickelt. Zudem gibt es einen neuen Koop-Modus und Offline-Schlachten für alle, die sich lieber an Bots als an menschlichen Gegenspielern messen. Weitere Infos zum Update bekommt ihr auf gamestar.de. Den Link zum Artikel findet ihr in der Videobeschreibung oder hier oben in der Infobox. Vor allem aber deutet der Trailer am Ende noch Inhalte aus dem neuen Kinofilm Star Wars Episode 9, der Aufstieg Skywalkers an. Die Erzählerstimme sagt am Ende des Videos, dass weitere Inhalte auf dem Weg sind, während das Logo des neuen Star Wars Films im Hintergrund gezeigt wird. Wir haben euch gestern gefragt, auf welches Spiel ihr euch diese Woche ganz besonders freut, und ich muss zugeben, das Ergebnis hat mich ein bisschen überrascht. 43% von euch freuen sich diese Woche ganz besonders auf FIFA 20, nur 29% freuen sich auf The Surge 2 und 18% auf Code Vein. Die Kommentare spiegeln dieses Ergebnis allerdings überhaupt nicht wider, dort freuen sich relativ wenige Leute auf FIFA. Allen FIFA-Fans möchte ich also nochmal unser Video zu den Top 5 Neuerungen ans Herz legen. Wer mit FIFA überhaupt nichts anfangen kann, möchte vielleicht lieber unsere Preview zu Man-Eater anschauen. Abonnieren solltet ihr allerdings auf jeden Fall alle. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß und guten Loot.